Inhaltlich ist es so, dass dieses Fee-Based System, also dieses System, dass die Firmen hier eine Gebühr bezahlen dafür, dass sie Geschäfte machen dürfen, das soll abgeschafft werden und es soll durch eine Körperschaftssteuer, durch ein Körperschaftssteuersystem ersetzt werden. Das heißt, Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann herzlich willkommen an alle unsere Zuschauer und Zuhörer heute zu unserem Sonderpodcast und es geht um die Bahamas. Bisher waren die Bahamas ja, außer natürlich wegen traumhaften, endlosen Stränden, super Erreichbarkeit, knapp über 30 Minuten vielleicht nach Miami, dafür bekannt, dass es einfach keine Steuern gab. Wenn man mal von 7,5% Mehrwertsteuern absieht und naja, gut, hohe Zölle, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber letztendlich, um das Steuersystem der Bahamas zu erklären, da brauchte man nicht mal einen Bierdeckel, weil es einfach keins gab, konnte man so sagen. Und jetzt haben uns also da Nachrichten erreicht, uns wurde ein Papier in die Hände gespielt, aus dem hervorgeht, dass es damit bald vorbei sein könnte. Und man hat irgendwie so den Eindruck, dass so ein interessantes Wohnsitzland nach dem anderen umkippt und irgendeine Art von Steuern einführt oder Steuervorteile streicht, die bisher Auswanderer angezogen hatte. Portugal vor kurzem zum Beispiel den NH-Status oder Thailand, Puerto Rico. Wir hatten ja schon, oder Sebastian hat eine ganze Reihe von Podcasts auch zu diesen Themen gemacht. Und heute haben wir deswegen Christoph Albeck eingeladen. Christoph, herzlich willkommen. ja, Und hallo, danke. du bist ja sozusagen jetzt hier live zugeschaltet von den Bahamas, oder? Und deswegen dachten wir, wir müssen mit jemandem sprechen, der da vor Ort ist und ich sage mal Zugang hat, dort vielleicht Radio hört, Fernsehen sieht, Zeitung liest und wir wollen einfach mal wissen, was da los ist und wie es da weitergeht. Also kippen die Bahamas jetzt sozusagen, was das Aufrechterhalten dieser Steuervorteile bisher betrifft. Wie geht es da weiter? Aber trotzdem, herzlich willkommen, Christoph. Vielleicht einige kennen dich schon, vielleicht aus dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, generell um die Bahamas. Bevor wir dann gleich einsteigen, stell dich bitte noch mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Ja, danke, Daniel. Danke, Sebastian, für die Einladung heute. Mein Name ist Christoph Albeck. Ich lebe hier auf den Bahamas. Ich habe heute extra das Nationaltrikot angezogen der Bahamas und Bahamas sind über 700 Inseln. Die passen da alle drauf, wenn ich hier reingehe. Aber ich bin hier ganz oben. Ja, das sind rund 20 Minuten von West Palm ungefähr entfernt, Flugminuten. Wir genießen das Leben hier. Wunderbares Klima draußen. Also jetzt haben wir 24 Grad. Also perfektes Wetter. Im Sommer ist natürlich schon etwas wärmer, aber es wird jetzt auch nicht viel kälter. Das ist das Gute. Also wir haben eigentlich einen ewigen Frühling, außer im Sommer. Den Sommer verbringe ich meistens auf Mallorca und nicht hier. Und insofern freue ich mich, dass ich heute hier draußen sein kann. Ja, und ich war natürlich überrascht, Daniel, dass du solche Insider-Informationen bekommst aus den Bahamas. Und umso mehr bin ich natürlich dankbar, dass ich hier auch dazu Stellung nehmen darf. Das hat natürlich wirklich eingeschlagen, wie eine Bombe. Also Ja. die Leute sind, um es mal britisch zu sagen, not amused. Ja, hier sind natürlich viele EU-Flüchtlinge und ja, die Krake EU ist ja in der OECD mit 23 Ländern vertreten. 23 von 38 Mitgliedern sind in der EU. Und der Kommissar, der tschechische Kommissar, der für dieses Thema zuständig ist, hat ja die Bahamas schon gewarnt. Wenn die ihre E-Mails nicht rechtzeitig beantworten, dann gibt es was auf die Finger. Und das kann man auch nachlesen, das kann man in der EU-Dokumentation auch nachlesen, hat er so auch Genau. formuliert. Und die Bahamas waren ja immer wieder auf einer schwarzen Liste, sind dann wieder runtergekommen, waren wieder drauf, waren wieder runter. Und ich habe mit Politikern hier gesprochen und ich habe mit Vorständen gesprochen, aber auch von Institutionen, von der Investmentbank. Diese Bevormundung findet niemand gut. Naja, und generell, wenn ich das nochmal also ich habe mir das Dokument, was sozusagen mir zugespielt worden ist, weil du das gerade erwähnt hast, das OECD,
findet man da auf manchen Seiten 3, 4, 5 Mal. Ne? Also wenn du da, wenn im Dokument, wenn man das Ja, durchsucht, auf 25 Seiten des Dokuments OECD, OECD, OECD. Also man sieht ja. einfach, wer da versucht, auch in die Bahamas hineinzuregieren. Vielleicht noch mal eine Frage an Sebastian. Du hast ja über eine ganze Reihe von Ländern in zurückliegenden Tagen, Wochen berichtet, die auch so gekippt sind, was ihre Steuervorteile bisher betrifft. Wie siehst du denn das? Hast du das kommen sehen? Hast du da die Nachtigall trapsen hören, was die Bahamas betrifft? Bist du jetzt erschrocken, als uns das Dokument erreicht hat? Du hast es ja auch dir schon angesehen oder wie siehst du das ganze Thema? Ja, also ich bin natürlich überrascht gewesen. Selbstverständlich, ja, du hast natürlich recht. Da gab es jetzt einige Länder in den letzten 12 Monaten, würde ich schon fast sagen, die jetzt hier diverse Steuervorteile abgeschafft haben. Wie gesagt, es fing ja an mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dann gab es Portugal, wurde der NR-Status abgeschafft. Costa Rica wurde die Territorialbesteuerung eingeschränkt. Dann war auch Thailand. Dort wurde letztlich eine Art Non-Dom Remittance-Basissystem eingeführt, wie in UK. Genau, die Bahamas sind jetzt schon das letzte Mal seit dem 4. Oktober 2022 auf der schwarzen Liste der EU. Und insofern macht es natürlich Sinn, so wenn ich jetzt im Nachhinein nachdenke, also ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, weil die anderen Länder, die auf der schwarzen Liste drauf sind, so American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama und so weiter und so fort. Die konkrete Auswirkung auf so einer Liste sein ist eben für solche Staaten oftmals problematisch, denn es gibt ja zum Beispiel in Deutschland das Steueroasenabwehrgesetz. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein deutsches Unternehmen hier investieren wollte auf den Bahamas, wäre das praktisch unmöglich, ja, weil es steuerlich so prohibitiv ist, ja. Also daher denke ich, dass das für die Bahamas auf jeden Fall problematisch ist, auf der Liste zu sein. Und die wollen jetzt natürlich auf Teufel komm raus, auch von der Liste runter, nehme ich an. Und das hat jetzt hier letztlich dazu geführt, dass sie jetzt eben was gesagt haben, okay, wir müssen halt was machen. Ja? Also insofern, es ergibt für mich Sinn, sozusagen, es ordnet sich ein in so eine Reihe von anderen Vorfällen. Aber mit der gerechnet habe ich jetzt nicht, nein. Christoph, jetzt ganz genau, also was soll da eigentlich konkret an Steuern auf die Bahamas zukommen? Was ist da eigentlich jetzt wirklich geplant? Also ich habe das Dokument ja gelesen. Im Dokument Hm. sind verschiedene Optionen vorgeschlagen. In dem Dokument, was ich jetzt gelesen habe, überall, wie gesagt, steht, man folgt da im Prinzip Empfehlungen und Richtlinien der OECD und so weiter und so fort. Aber es gab in dem Dokument, was ich jetzt kenne, verschiedene Optionen und eigentlich ist für mich noch nie ganz klar, was da wirklich kommen soll. Also ich habe zum Beispiel gesehen, 10%, 12% wird vorgeschlagen. Aber es steht also noch nicht konkret drin im Dokument, was kommt jetzt oder was soll kommen. Ja, also inhaltlich ist es so, dass dieses Fee-Based System, also dieses System, dass die Firmen hier eine Gebühr bezahlen dafür, dass sie Geschäfte machen dürfen, das soll abgeschafft werden und es soll durch eine Körperschaftssteuer, durch ein Körperschaftssteuersystem ersetzt werden. Das heißt, Fee-Based System wird abgeschafft und Corporate Income Tax wird kommen. Das, ich sage es jetzt auch nochmal, ist die OECD, die eine Vereinheitlichung sucht. Die hat 3 Säulen festgelegt. Es gibt die Säule der ganz großen Firmen. Es gibt die Säule der immer noch ziemlich großen Firmen. Gehe ich jetzt auf Beträge nicht ein im Podcast, kann man aber alles nachlesen. Und dann geht es die dritte Säule um die kleinen Firmen, die eher lokal sind. So, die Leute hier, die betrifft dieser Pillar One, das sind so die Googles und dieser Welt, betrifft die Leute hier nicht. Der Pillar 2, das wären die meisten Banken, die hier sind, die den Menschen hier Arbeit geben. Der ist betroffen und natürlich Pillar 3, also die kleineren und mittleren Firmen. Die sind von dieser Steuer natürlich extrem betroffen, weil sie jetzt in Zukunft Buchhaltung führen müssen. Früher haben die einfach einmal im Jahr ihre Fee bezahlt und gut war's. Und das führt aber jetzt auch zu Vorteilen, muss man fairerweise auch sagen. Also wenn jetzt jemand ein Strandrestaurant hat und hat am Ende bezahlt er seine Löhne und hat einen ganz, ganz kleinen Gewinn, dann fährt er mit so einem Fee-Based System natürlich schlechter als mit einem gewinnorientierten System, also sprich Körperschaftssteuer. Das heißt, lokal hat es hier, ich sag mal, die meisten Leute sind indifferent, aber emotional ist es ein Riesenthema, dass wieder mal die EU, die OECD ihre Finger da ausstrecken, dass man hier eigentlich ein
tolles Leben hat, keine Buchhaltung und man tut niemandem weh. Also ich meine, die Bahamas haben noch nie irgendeinen Krieg angezettelt, die haben keine Armee, die sind ein friedliebendes Land und die wollen auf Teufel komm raus, die wollen nicht diesen Sozialstaat einführen, die wollen nicht diese staatliche Kontrolle haben. Es sind nicht alle Millionäre hier, ganz im Gegenteil. Es gibt also einen ganz breiten Querschnitt, aber alle sind natürlich gegen diese Bevormundung. Es sind jetzt nicht die Kolonialmächte, die jetzt hier diese Bevormundung machen, aber es geht natürlich in die gleiche Richtung. Also es wird auch schon ein bisschen das Wort Rassismus, also nicht im Sinne von weiß-schwarz, sondern im Sinne von, ihr seid die entwickelten Länder, ja, ihr müsst euer Hartz IV irgendwie finanzieren und ihr wollt unser Leben umkrempeln. Also das ist mehr so eine emotionale Geschichte. Ich denke, in Zahlen, Körperschaftssteuer, wird sich das nicht groß schenken. Da gehen wir aber auch noch mal genau rein. Ja, gerade hier in der Presse wurde jetzt auch darüber berichtet. Also es ist schon ein emotionales Thema. Man möchte sich hier nicht reinreden lassen. Wir haben hier, steht jetzt 10-12% und Einkommen bis 500.000 Dollar sollen ausgenommen werden. Also ökonomisch macht es die Leute nicht wütend, aber es macht die Leute über diese kolonialistische, rassistische Behandlung und dieses Wort. Die EU hat darauf netterweise auch reagiert, so wie sie meistens reagiert. Das heißt, hier steht ja jetzt ganz groß Nachhaltigkeit auf dem Programm und es wird suggeriert, dass man einen Topf ausschüttet an die Bahamas. Bis zu 6,6 Milliarden sind da im Gespräch, ich sag mal flapsig, um nachhaltige Projekte. Bahamas sind natürlich vom Klimawandel extrem betroffen. Wir haben hier Bahamas, Bahama, also niedriges Wasser. Das heißt, wenn wir einen Anstieg haben von 50 Zentimetern, dann werden viele kleine Inseln hier auf den Bahamas verschwinden. Das wird die Großen nicht treffen, also zum Beispiel Grand Bahama, die Insel, wo ich lebe. Wir sind zwischen 3 und 5 Meter auf soliden Kalksandstein gebaut. Das heißt, aber viele Inseln haben da natürlich eine Problematik und jeder, der kennt, weiß, da wird jetzt also dann eben auch ein Kredit gegeben. Aber vorherrschend ganz klar, Leute, auch wenn es faktisch wahrscheinlich keine großen Auswirkungen hat. Mhm. Ja. Ja, so ist das. Also wie gesagt, man hört ja immer wieder, dass halt das große Ziel ist der Vereinten Nationen, natürlich auch vom WEF, wenn man da diese 17 Ziele kennt. Eines der wichtigsten Ziele ist ja das Ziel Nummer 10, ne? Abschaffung von Ungleichheiten. Und einige denken, dass man deswegen auch versucht, natürlich diese Ungleichheit der steuerlichen Behandlung weltweit abzuschaffen und dass da natürlich auch hinter den Kulissen über die OECD eine ganze Menge Druck ausgeübt wird. Aber werden wir mal sehen, wie es da weitergeht. Jetzt, wie ist es jetzt, also wie betrifft es dich jetzt selbst oder wenn du jetzt so in der Community redest mit anderen Unternehmern, Deutschen, also sind die jetzt beunruhigt oder ist es eher so, dass man das gelassen sieht jetzt oder wie fühlt sich das an, wenn man da auf den Bahamas jetzt vielleicht auch gerade neu angekommen ist? Vielleicht auch den einen oder anderen, der kommt an und sagt, oh, ich ziehe jetzt in Land und da gibt es für mich keine Unternehmenssteuer und dann liest man das in der Zeitung. Ja. Hat sich hier tatsächlich noch nicht so groß herumgesprochen. Die Unternehmer, also die Zeitung ist eine Unternehmerzeitung und die Unternehmer betrifft es, die müssen ihre Buchhaltung erfinden. Ja, viele hatten schon eine Buchhaltung und hier wird es über die Banken abgewickelt. Also ganz konkret kann man sagen, man muss hier ein Bankkonto haben auf den Bahamas und dann wird die Bank deine Firma erfassen. Und dann wird jede Zahlung, die an deine Firma geht, von der Bank sozusagen kontrolliert. Und insofern wird hier nicht eine große Finanzbehörde aufgebaut, sondern die Banken müssen das machen, wenn sie hier eine Lizenz haben möchten. Also das heißt, ich habe das jetzt gerade gesehen, das ist jetzt in der Umsetzung. Das heißt, kann wirklich davon ausgehen, dass am 1. Januar das auch startet. Wenn ich was bezahlen möchte an einen Elektriker zum Beispiel, dann muss der in diesem Banksystem erfasst sein. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendeine Kontonummer eintippen und das Geld schicken, sondern die Bank hat ihn erfasst und dadurch wird sozusagen diese Buchhaltung gemacht. Das wird letztendlich immer noch deutlich einfacher sein, als ich das aus Spanien kenne oder wie das mit Sicherheit auch in Deutschland ist. Es wird extrem viel einfacher werden, aber es ist eine Änderung
Und der wichtigste Grund, warum das zum 1. Januar kommen wird, ist eigentlich wegen diesem Pillar 1, also wegen der ersten Säule und wegen der zweiten Säule. Denn die OECD hat eine interessante Auffassung. Jeder, der nicht 15% Körperschaftssteuer bezahlt, also jede Körperschaft, die nicht die 15% bezahlt, die kann dann nachbesteuert werden. Das bedeutet, wenn Google eben nur 8% zahlt, dann müssen die eben die 7% nachversteuern. Und dann sagt natürlich Bahamas, warum soll ich die 7% Punkte abgeben? Dann nehme ich sie lieber selber. Also deswegen gibt es noch keinen formalen Beschluss dazu, aber man kann davon ausgehen, dass es am 1.1. nächsten Jahres startet. Denn warum sollte man Geld verschenken? Und gerade jetzt, diese Woche, findet ein Investmentforum in Nassau statt. Mein Kollege ist da, der präsentiert unser Projekt. Denn wir sind Unternehmer, wir haken das ab und müssen in die Zukunft schauen. Und wie du richtig gesagt hast, war die Bahamas bisher ein interessantes Ziel zum Auswandern. Das wird es auch nach wie vor sein. Aber es war definitiv kein interessantes Ziel für Unternehmen. Das heißt, wir haben 3 Projekte zum Beispiel hier am Start und es war bisher für uns uninteressant, Kapitalgesellschaften aus Europa anzusprechen, um uns zu funden. Ja, das gab nur Nachteile. Insofern ist es, wenn wir von dieser schwarzen Liste drunter sind, wenn wir diesen OECD-Standard einhalten, dann wird es natürlich für Kapitalgesellschaften, für Unternehmer extrem interessant, in die Bahamas zu investieren, denn wir haben eine boomende Wirtschaft, vor allem im Bereich Tourismus. Und wir haben einen Tourismus, den sich zum Beispiel Mallorca, ich komme aus Mallorca, den sich die Mallorquiner gerne wünschen würden. Also wir haben einen sehr, sehr hochpreisigen Tourismus. Wir haben hier in Grand Bahama zum Beispiel, in dieser Insel, haben wir viel Sportfischer. Das heißt, die kommen mit ihren 50 Fuß, 60 Fuß großen Sportfischerbooten und machen hier Turniere. Da kostet zum Beispiel nur die Teilnahme an so einem Turnier kostet $10.000. Ja, nur damit ich daran teilnehmen kann. Da muss ich immer noch meine ganzen Fees bezahlen, zusätzlich noch. Einfach nur, damit ich sage, okay, ich will da teilnehmen, zahle ich die 10.000. Also wir haben hier einen sehr, sehr elitären Tourismus und der wächst. Und jetzt ist es natürlich interessant für Europäer, hier auch in unsere Objekte, in unsere Projekte zu investieren. Das ist ein interessanter Aspekt, Christoph, den du da nennst mit der globalen Mindeststeuer von 15%. Dass im Grunde jetzt ein Land wie die Bahamas sagt, ich bin ja nicht blöd, der muss ja sowieso 15% zahlen am Ende auf den Gewinn. Also kann ich den auch abnehmen. Ich glaube, das haben sich die großen Staaten so nicht vorgestellt. Ja. Aber das ist im Grunde genommen eine clevere Idee. Es war mir nicht bewusst oder es ist mir nicht bewusst bisher, dass auf den Bahamas Niederlassungen zum Beispiel von großen Unternehmen sind. Ich meine, viel gibt es ja auch Bermuda, da wir wissen zum Beispiel, Google hat ja seine Firmen zum Teil auf Bermuda gehabt und so weiter, weil es einfach dort noch besser strukturiert ist, jetzt auch in Bahamas. Aber ich denke, damit ist ja auch dann gerade und auch während der Nähe zu den USA, ja, wie du schon gesagt hast, lässt sich hier sicherlich durch die Bahamas einiges abgreifen an solchen internationalen Konzerngesellschaften, wobei man eben dann fragen muss, wenn die jetzt sowieso überall 15% bezahlen, warum sollen sie dann in die Bahamas kommen? Also was sind da noch weitere Vorteile an den Bahamas, außer jetzt, wenn man annimmt, jetzt überall würde man jetzt 15% bezahlen, das ist völlig egal, wo ich eine Firma aufmache. Was wäre noch ein Vorteil an den Bahamas? Also die 15% alleine würden ja da nicht ziehen. Richtig. Jetzt kommen wir natürlich genau ins Detail. Sebastian, ich danke dir. Das ist eine steile Vorlage für mich, denn es gibt sogenannte Head of Agreements. Es gibt bestimmte Sachen, die von dieser Steuer ausgenommen sind. Das heißt, wir haben jetzt diesen Effekt, dass die Bahamas als Ganzes von der schwarzen Liste herunterkommen. Wir haben keine Benachteiligung mehr, aber wir haben sehr wohl genehmigte Projekte, die einen Rechtsschutz genießen. Und das steht auch ganz eindeutig in diesem Bericht drin. Und der wichtigste Punkt ist die Grand Bahama Port Authority. Wir haben innerhalb von den Bahamas eine Insel, die Insel, auf der ich lebe, Grand Bahama. Und die sind davon ausgenommen. Denn die sind ein sogenanntes Public-Private Partnership und haben ein Special Tax Regime. Und die OECD erlaubt
Special Tax Regimes, wenn sie vorher schon bestanden haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht ein neues erfinden, aber dieses Grand Bahama Projekt genießt noch 30 Jahre lang Steuerfreiheit. Ich bin studierter Volkswirt und habe das natürlich irgendwo auch kommen sehen, als wir das geplant haben, dass wir auf die Bahamas gehen. Wir sind nicht wegen den Steuern auf die Bahamas gezogen, sondern tatsächlich wegen dem Leben hier. Man lebt hier einfach herrlich. Es ist einfach wunderbar. Aber wir haben in dieser Freihandelszone keine Buchhaltung. Wir haben in dieser Freihandelszone keine Steuern. Wir haben über dieses Projekt diese Länder gekauft, wo wir die Ländereien gekauft, insgesamt rund 40 Hektar, die wir bebauen. Bahamasimmobilien.com ist die Domain, können Sie schauen. Wir haben 3 Projekte am Start und diese 3 Projekte eignen sich eben jetzt auch für europäische Kapitalanleger. Und insofern ist das für uns ein Riesenvorteil. Wir haben das erste Projekt, das sind die Coral Villas. Das richtet sich an diesen Bootstourismus, den ich beschrieben habe. Reiche Amerikaner fahren hierher zum Fischen, Fishing Tournaments, und die wollen natürlich nicht in irgendeiner Lodge unterkommen, in irgendeinem Hotel, sondern die wollen eine fette Villa mieten und das Boot soll direkt vor der Villa stehen. Wir bauen genau diese Villen und die sind jetzt eben auch für Kapitalanleger interessant, weil diese Villen vermietet werden. Und diese Mieteinkünfte werden auch in Zukunft steuerfrei sein, wenn man die entsprechende Struktur aufsetzt. Wir haben ein Beachlot, ein Strandgrundstück, einer der schönsten Strände weltweit, die man sich wirklich nur vorstellen kann. Da kommt ein Beachclub drauf mit 2 DJs, Live-Staging, tolle Pools, so Ibiza-Style. Dahinter sind 2 Hotels. Das heißt, auch da die Einnahmen aus diesem Development, die fließen steuerfrei zu. Und wir haben noch eine Landentwicklung. Da geht es darum, dass man den Menschen hier vor Ort die Möglichkeit gibt, Häuser zu bauen. Und jeder, der in diese Landentwicklung reingeht, ich habe da auch ein Erklärvideo darauf vorbereitet, bahamasimmobilien.com. Und jeder, der da investiert und wenn das Land verkauft wird, bekommt steuerfreie Kapitaleinkünfte. Und ist es auch noch so, ich entsinne mich da, dass wir da im letzten Video auch drüber gesprochen hatten, dass natürlich in Verbindung mit der Investition natürlich dann wahrscheinlich auch das Aufenthaltsrecht wieder möglich ist, ne? Ab einer bestimmten Höhe. Genau, absolut richtig. Ich denke, jeder, der hier mal gelebt hat, sagt, boah, ist genau mein Ding, will ich haben. Also wir grenzen uns da ab von anderen Zielen. Hier ist es mehr entspannt, mehr familienfreundlich und jeder, der bei uns investiert, ab einem Betrag von 1,5 Millionen, bekommt sein lebenslanges Aufenthaltsrecht. Das hatten wir auch in dem letzten Podcast besprochen. Jetzt habe ich aber etwas viel Interessanteres. Denn wenn ich jetzt nicht auf diesen Wohnsitz gehe, sondern einfach nur sage, ich will diese Ausnahmeregelung nutzen, kann aber jetzt problemlos in den Bahamas investieren, dann sinkt dieses Investment auf $250.000. Das heißt, wir haben bereits die Zusage von der Bahamas Investment Authority. Jeder, der 250.000 in dieses Projekt investiert, ist qualifizierter Investor. Denn das ist die Voraussetzung. Jedes Investment muss genehmigt werden. Das geht aber bei 250.000 online. Das heißt, wir machen das auch über unsere deutsche GmbH. Und jeder, der hier investiert, ist dann von der Bahamas Investment Authority autorisiert und kann dann diese steuerlichen Vorteile die nächsten 30 Jahre für sich in Anspruch nehmen. Okay, klingt interessant. Das heißt, ich muss halt nur auf die richtige Insel ziehen sozusagen. Wenn ich also jetzt noch auswandern würde auf die Bahamas, könnte ich mir für die nächsten 30 Jahre weiterhin Steuerfreiheit, sowohl in Einkommenssteuer scheint ja momentan noch sowieso unangetastet zu bleiben, muss man natürlich fragen, wie lange bleibt das so? Momentan ist, so wie ich das gesehen habe, nicht vorgesehen, eine Einkommenssteuer einzuführen, aber auch das kann sich ja ändern, aber momentan ist halt so. Und auf alle Fälle wäre ich 30 Jahre lang von der Körperschaftssteuer ausgenommen. Wenn jetzt eine Einkommenssteuer käme, hätte ich dann auch ein Sonderrecht, wenn ich da auf dieser Insel wäre, oder hat es damit erstmal nichts zu tun? Nehmen wir mal an, dass
Das lokale Parlament wird ja auch noch beschließen, innerhalb des nächsten Jahr zum Beispiel, machen wir noch eine Einkommenssteuer, weil es hat so gut geklappt mit der Körperschaftssteuer. Ja, also die Einkommensteuer ist natürlich das große Thema hier. Kommt sie nicht? Definitiv kommt sie momentan nicht, denn das ist ein Thema, da kann eine Regierung natürlich Wahlen verlieren. Das heißt, momentan ist es nicht da. Aber wir vergeben Investorenresidenzen. Das heißt, unser Investor, der hier lebt, generiert kein Einkommen, was nachher einkommensteuerpflichtig wäre, sondern er hat Mieterträge, er hat Mieteinnahmen, er hat Kapitalerträge, er hat Spekulationsgewinne aus dem Verkauf der Ländereien. Das wäre jetzt nicht über diese vielleicht kommende Einkommensteuer abgehakt, weil die Bahamas unterscheiden zwischen dem Investor und dem Working Class Hero, der hier arbeitet. Und das erlebt jeder, der mit der Investorenlizenz hier am Flughafen ankommt. Das steht hinten auf dem Personalausweis, steht das drauf. Und dann gibt es keine Fragen. Also dann, das heißt, der Investor, der würde von dieser Einkommensteuer nicht erfasst werden. Und der Investor ist auch tatsächlich die heilige Kuh, denn natürlich braucht die Bahamas Zugriff auf Eigenkapital. Also ich habe es angesprochen, die European Development Bank, die wird hier mit Sicherheit im Zuge dieser Gesetzesmaßnahme stark investieren in den Klimaschutz. Aber das sind ja alles nur Kredite. Und natürlich brauchen die Bahamas auch Investoren. Und insofern ist diese Investorenresidenz preislich eben relativ hoch angesetzt. 1,5 Millionen hat jetzt nicht jeder auf der hohen Kante. Aber es kann dadurch interessant werden, dass man das jetzt den europäischen Firmen schon ermöglicht, ab einem kleineren Betrag, 250.000, zu investieren. Und dann kommt der Investor hierher, findet es super und sagt, okay, alles klar, dann lege ich halt noch einen Schnaps drauf und hole mir mein lebenslanges Wohnrecht. Okay. Ja, Sebastian, wie klingt das für dich? Ist das was man Kunden beraten würde? Also nach dem, was wir jetzt so gehört haben, jetzt käme ein Mandant zu dir und sagt, ich suche da was, wo ich hin auswandern kann, ich brauche schönen Strand, schönes Wetter. Würdest du die Bahamas momentan so empfehlen? Also wie siehst du es von dem? Naja, also auf jeden Fall. Also wir empfehlen auf jeden Fall die Bahamas, die sind auf jeden Fall attraktiv, ja. Also das heißt, ganz klar, ich denke, es ist sicherlich eins der aus verschiedenen Gründen eines der vielversprechendsten Länder. Das ist ja ganz klar. Also aufgrund der Nähe zu den USA schon, über die Themen hatten wir das letzte Mal gesprochen. Ja, du bist ja schnell in Fort Lauderdale, schnell in Miami, gutes Wetter. Du hast diese britische Tradition. Also sicherlich gut für jeden, der auf so eine Insel zieht, ist das immer natürlich eine große Veränderung. Und sicherlich wollen das nicht alle, aber wenn ich mir jetzt hier überlegen kann, ob ich da Costa Rica ziehe oder auf die Bahamas, dann liegt es natürlich auch relativ nah. Ich denke, die Schwierigkeit so ein bisschen bisher bei den Bahamas ist natürlich die Aufenthaltsgenehmigung. Die ist jetzt nicht so einfach zu bekommen wie beim anderen. Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, eben klar, wenn ich investieren will, dann kann ich investieren. Wenn ich nicht unbedingt investieren will, dann kann ich zwar auch die Aufenthaltsgenehmigung beantragen, muss halt sicherstellen, dass ich die notwendigen Mittel habe, aber es ist jetzt nicht so straightforward wie vielleicht in anderen Ländern. Ich kann dadurch, dass es eine Insel ist, einfach einen Border Run auch machen. Aber gut, also grundsätzlich sind die Bahamas natürlich sehr attraktiv. Ja. Schön. Also, dann kann man an der Stelle einfach nur sagen, liebe Zuschauer, Zuhörer, wenn ihr jetzt in irgendeiner Art und Weise noch Fragen habt an den Christoph, wie auch immer, beziehungsweise die Domain blenden wir jetzt gleich nochmal ein. Der Christoph hat sie zweimal schon genannt. Wir werden es jetzt hier noch einblenden. Da gibt es weitere Informationen zum Thema und gerne Fragen in die Kommentare. Wir werden jede einzelne Frage beantworten. Und wo wir jetzt selber nicht weiterkommen, leiten wir das natürlich an Christoph weiter und bitten den Christoph dort sich mit zu beteiligen. Man kann einfach nur sagen, jetzt vielleicht nochmal von der zeitlichen Sache her, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre es schon wichtig, jetzt was zu tun, oder? Also ist es so, dass ich nach dem 1.1. dann diese Möglichkeit verliere, dieser Steuervergünstigung? Kannst du da bitte nochmal ganz kurz drauf eingehen? Danke, Daniel, danke, dass du darauf zu sprechen kommst. Es ist sehr wichtig, dass dieses Jahr noch die Absichtserklärung erfolgt. Das heißt, der gesamte Betrag muss nicht dieses Jahr investiert werden, aber der Vertrag, der muss dieses Jahr noch formalisiert werden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen jetzt noch sprechen und den Investitionsrahmen klar machen. Dann machen wir einen Vertrag. Darauf müssen 10% anbezahlt werden. Das muss dieses Jahr erfolgen. Die restlichen Zahlungen können geschoben werden.
So, und die Mindestinvestitionssumme, so wie du gesagt hast, um sozusagen in das Programm reinzukommen und dann sozusagen meinen Fuß auf dieser Insel für 30 Jahre zu haben mit der Garantie der weiteren Freiheit von Körperschaftssteuer, ist 250.000 Euro oder Dollar, nochmal ganz kurz. $250.000. Darauf 250.000 Dollar. kommen noch Bearbeitungsgebühren. Das heißt, wir reden von 285.000 Dollar. 285.000. Und genau, dann bin ich erstmal drin und kann dann jederzeit nachlegen und genieße für alles, was ich nachlege, natürlich auch weiterhin für 30, also für die Insgesamtzeit von 30 Jahren weiterhin die Steuerfreiheit. Deshalb bleibt da drin. Richtig. Und kann eben dann daraus mein lebenslanges Aufenthaltsrecht machen, beziehungsweise notfalls, wenn ich halt am Anfang mich nur hin und wieder mal blicken lasse, muss ich halt dann über andere Visa-Arten mich da aufhalten, solange bis ich dann davon Gebrauch machen würde. Ja. Genau, also wichtig ist hier, Bahamas ist kein klassisches Einwanderungsland. Wir müssen in einem persönlichen Gespräch herausfinden, passt es nicht. Und dieses Gespräch sollten wir auf jeden Fall dieses Jahr noch führen. Okay, super, klasse. Dann kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank, Christoph, war sehr aufschlussreich. Und Gerne. dann sind wir mal gespannt, wie man insgesamt so darauf reagieren wird. Momentan ist ja noch nicht viel durchgesickert, also ich habe es noch nirgends gelesen, sonst irgendwo in den Medien bei uns. Aber wenn du sagst, in euren Medien, da steht es, wird es irgendwann auch mal woanders aufpoppen. Und sind wir mal Ja, gespannt. also ihr seid super informiert. Also ich war wirklich, wo ich deine Anfrage bekommen habe, habe ich gedacht, wow, also ihr seid einfach Perspektive Ausland, ihr seid die Besten, ihr kriegt das wirklich mit. Und ja, top recherchiert. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, dann wünsche ich uns gute Beratung. Vielen Dank, du. Sehr gut. Danke, Bleib Christoph. fröhlich und bis bald. Ne? Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.